YouTube, you are killing our channels. Our channels are dying and you are turning a blind eye. Dann landet er am Ende bei wenigen $100 pro Monat, die er für diese Reichweite bekommt. We went from 97 cents to 10 cents. And now we've leveled out at 3 cents. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Benny und ich gebe euch den Blick hinter die Kulissen von YouTube. Und heute zu einem Thema, wo ich gerne sehr früh mit dabei sein möchte, weil ich gerade eben nicht nur gemerkt habe, dass es ein Thema ist, sondern dass ich auch selber betroffen bin, beziehungsweise ein Kanal, den ich betreue und mit dem ich eigentlich noch sehr, sehr viel vorhatte in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren. Und zwar bin ich auf ein Video von TheRealSullyG gestoßen und der sagt, YouTube tötet unsere Kanäle. Und ich dachte erst so, oh krass, was passiert denn hier? Ist das jetzt irgendwie was wieder nur diesen Kanal betrifft oder ist es was Größeres? Weil in der Vergangenheit kamen immer mal wieder Sachen auf, die so einzelne Kanäle betroffen haben. Aber hier scheint es wirklich um etwas ganz Großes zu gehen. Und wir werden, nur damit ihr wisst, worum es in diesem Video geht, ich werde mit euch zusammen dieses Video anschauen, also sowas wie eine Reaction machen, nicht direkt First Reaction, weil ich habe das Video schon gesehen, sondern möchte euch das Video zeigen, ein paar Sachen dazu erklären, ein bisschen was in den Kontext bringen, weil dieser Creator, also TheRealSullyG, sagt, das ist die ShortPocalypse. Nicht zu verwechseln mit den YouTube-Shorts, sondern es geht allgemein darum, dass Creator, die kurze Videos machen, in diesem Fall Videos unter 2 Minuten, höchstwahrscheinlich ja, ihre Lebensgrundlage auf Basis von AdSense verlieren werden. Und wer dann sagt, hey, Shorts sollten ja sowieso keine Werbung bisher kriegen, das stimmt. Aber selbst Shortform-Content, Hochkantformate etc. kriegen über eine andere Quelle wie die Startseite, Videovorschläge, also über den normalen YouTube-Player, trotzdem normal Werbung angezeigt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Es hat nichts mit YouTube Shorts in erster Linie, sage ich mal, zu tun. Achso, vielleicht nochmal zum Kontext. TheRealSullyG, 800.000 Abonnenten, macht Shortform-Content in Perfektion, sage ich mal so. Ich möchte jetzt nicht in seine Videos reingehen, aber teilweise hier 4 Sekunden, 31 Sekunden, 35 Sekunden, 2 Minuten 24, ist jetzt ein bisschen länger, sage ich mal, und macht auch wirklich entsprechende Reichweite damit. Und mit seinem gesamten Kanal macht er 20,5 Millionen Views im Monat. Und das ist schon eine ganze Menge. Nur mal kurz zum Kontext, worum es hier geht, beziehungsweise um wen es geht und jetzt rein in das Video. Hey guys, I apologize in advance, this is not an automaton video. I'd love for it to be an automaton video, but unfortunately YouTube has put me in the position that I have to make this video. So some of you might have caught my stream last night. Und an der Stelle schon mal, es gibt in letzter Zeit eine ganze Menge Creator, die sich quasi gezwungen fühlen, durch das, was YouTube macht, beziehungsweise wie sie kommunizieren, vor die Kamera zu gehen und etwas gegen YouTube zu sagen, weil sie eben das Gefühl haben, dass wenn sie mit YouTube selber sprechen, dass dort quasi nichts passiert, was schon mal sehr krass ist. On Twitch where I talked about what I'm dubbing the shortpocalypse on YouTube. To oversimplify things, on April 12th, YouTube started slashing ad revenue for videos that are under 2 minutes long. Originally, to have pre-roll ads run on your videos, the video had to be over 30 seconds long. If your video was under 30 seconds, it was not eligible to have pre-roll ads on it. So as long as the video was 31 seconds long, you're good. You get standard ad rates. Everything's fantastic. But then... Genau, zusammengefasst, unter 30 Sekunden keine Pre-roll-Ads, über 30 Sekunden Pre-roll-Ads und alles ist cool. All of a sudden, YouTube creators who make short videos started realizing their ad revenue was plummeting. And I mean, this is across the board. This is not just a few people here and there. It is everyone who makes short videos. Und hier schon, um dem Ganzen vorwegzunehmen, er sagt halt, und da gibt es halt einige, die dann immer sagen, das betrifft so viele. In diesem Fall aber ist es tatsächlich so, man braucht hier bloß in die Kommentarsektion gehen und es melden sich eine ganze Menge. Wir sehen jetzt hier durch die Extension von vidIQ, Link dazu in der Videobeschreibung, viele mit viel Reichweite, hier 257.000 Abonnenten, 284.000 Abonnenten, 366.000 Abonnenten, 1,05 Millionen Abonnenten, sind alles Creator, die ihn unterstützen, die kurze Formate entsprechend auf YouTube machen und damit teilweise zumindest auch eine ganze Menge Reichweite generieren. Also hier alleine er beispielsweise, ich kenne diese Kanäle tatsächlich selber nicht, macht halt auch 1 Million Views im Monat. Okay, nur 62.000 Views ist ganz schön wenig für so viel Reichweite, gut passiert.
Oder entsprechend eben auch hier 1,8 Millionen Views im Monat. Also das sind schon Reichweiten. Wenn wir davon ausgehen, dass normale Pre-Roll-Ads geschaltet werden, zumindest 1,8 Millionen Abonnenten, Views im Monat, dass man davon leben kann. Also dass man bei $1 pro 1000 Views ungefähr, sagen wir es jetzt einfach mal so, weil keine Werbepausen, wir werden es auch gleich nochmal in dem Video sehen, wir halt ungefähr bei eben 2000, 2500, teilweise $3000 im Monat alleine über die Werbeeinnahmen sind, also durchaus entsprechend davon leben können. Und genau, also von daher, er macht das Video und hier sind sehr, 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 sehr viele große Creator, die ihm entsprechend beipflichten. Also eigentlich braucht man bloß in die Kommentare gehen. Das ist eigentlich fast nur große Creator. Das ist wirklich richtig heftig. This is affecting all the big meme creators, Dolan, Dark, Grande, Cads, to name a few. Everyone's being affected by this. So what changed? According to YouTube, absolutely nothing has changed. They are refusing to acknowledge that something has changed, whether it was intentional or not. They are saying we are the ones at fault because we do not understand how ad revenue works on the platform. People are now theorizing a video has to be 2 minutes long in order to get pre-rolls. So it has to be over 2 minutes or you can't get pre-rolls on it. YouTube is not confirming this because they're denying the entire problem exists. I contacted creator support and they basically sent me a long corporate jargon email that said, I took the liberty of checking your channel and it appears that it's working as intended. Allow me to explain that it's normal you will see discrepancies or even fluctuations in the revenue amount presented on an analytics tab. After all, it's only a projection or an estimation. That's all well and good. Fluctuations do exist, you're right. But this is not fluctuation. This is a complete drop-off in ad revenue. And then Und ganz ehrlich, also ich sehe es immer wieder bei eben diesen standardisierten Antworten. Also Creator wie er haben halt teilweise eben Netzwerk oder Managements und Ansprechpartner oder landen entsprechend auch beim Creator Support bei einzelnen Mitarbeitern, die einfach reingucken und sehen, nee, ist alles okay. Die sehen ja auch entsprechend, die haben auch ihre Tools, um eben so nachzugucken, ob alles in Ordnung ist. Aber ja, sie haben quasi die Vorgabe, bestimmte Sachen einfach nur abzuklopfen, weil sie können nicht jeden einzelnen Creator kennen und es gibt natürlich auch Creator da draußen, die eben von bestimmten Mechaniken auf YouTube keine Ahnung haben. Aber es ist vollkommen klar, dass so ein Creator dann entsprechend oder dass viele denn da sitzen, no shit Sherlock, als hätte ich das jetzt nicht gewusst. Natürlich gibt es Fluktuationen, wie beispielsweise der Drop von Dezember auf Januar, wenn halt die Werbeeinnahmen komplett fallen, weil eben im Januar kein Werbebudget mehr da ist. Oder wenn wir ein Jahr haben mit einer Fußballweltmeisterschaft, dass dann entsprechend im Sommer, wenn die Fußballweltmeisterschaft ist, extrem hohe Werbebudgets ausgeschüttet werden und in anderen Bereichen, die dann eben fehlen. Gleiches im Gaming-Bereich zur Gamescom hin oder zur E3 hin oder keine Ahnung, wenn jetzt beispielsweise im Gaming-Bereich eine neue Konsolengeneration kommt, dann gehen halt aus dieser Richtung beispielsweise auch eine ganze Menge Werbeeinnahmen dann dort nach oben. Und das ärgert ihn natürlich zu Recht, wenn es dann heißt so, ey, da ist eigentlich kein Problem, läuft alles wie es ist. Und dann aber eben sowas kommt. to tie it all off, they end the email saying, you may want to check this link where you can learn and understand ad revenue analytics. How condescending can you be? We're experiencing the biggest drop-off in ad revenue that any of us have ever seen, and you're saying we should read into it a bit more and understand. Und ganz ehrlich, ihr werdet gleich sehen, wie krass der Drop ist. How YouTube analytics actually work. I've put together a couple examples from some of my videos to show you how drastic this drop-off has been in the past week. My automaton Morshoe video started off with a day one RPM of $1.03, which means roughly I get $1.03 for every 1,000 views that video gets. 2 months in, the RPM was at 97 cents. You see, fluctuation, that exists. But then, on April 12th, we plummet to 10 cents. We went from 97 cents to 10 cents. And now, we've leveled out at 3 cents. And YouTube looks at this and says, nothing's wrong. Everything's working as intended. My average automaton fan video got posted right before ad revenue started plummeting. So you see that first day, $1.32 RPM, fantastic. And then just 3 days later, we dropped down to 14 cents. And guess what? Today we're at 3 cents. Fantastic. So listen, if everything was working intentionally, I should expect to see this type of drop-off across the board. 30-second videos, a minute video, 2-minute videos. You should see that drop-off. So let's check out my MILF Friday Night Funkin' cover. It's 2 minutes and 17 seconds. So we should definitely see this drop off on April 12th because everything's working as intended, correct?
Oh, go figure. The video that's over 2 minutes is doing fine. Started off with an RPM of $1.36. April 12th, we're at 85 cents. Today, we're at $1.57. It's doing better than it ever has because it's 2 minutes long. And YouTube's saying, no, there's no change in the threshold. The proof is in the pudding. It's right there, YouTube, and you're denying it to our faces. I mentioned meme creators before. Dolan Dark was one of the first people to ring the alarm bells on. Einmal kurz so das jetzt nochmal in Kontext zu bringen, beziehungsweise die Überlegung dahinter. Der Punkt ist, dass ich komplett nachvollziehen kann, wenn YouTube einen Wechsel macht von, und später gehe ich da auf jeden Fall nochmal drauf ein, was die Intention dahinter ist, und er kommt auch gleich nochmal da drauf, und einen Wechsel macht und sagt, okay, wir nehmen jetzt halt von allen ganz kurzen Videos, und das betrifft wirklich eine Menge Videos auf YouTube, die Pre-Roll-Ads weg, dann sind die Pre-Roll-Ads ja nicht weg, sondern er hat ja mal damit Geld verdient noch vor 14 Tagen. Somit wird entsprechend auf anderen Content geschiftet, der entsprechend länger ist. Und das ist vielleicht schon direkt die Auswirkung davon auf seinem eigenen Kanal. Ist natürlich ein bisschen tricky und schlecht nachzuvollziehen. Und es kann halt so viele Gründe haben, warum der RPM oder der wiedergabebasierte CPM entsprechend nach oben geht. Aber ja, gut, auf jeden Fall ziemlich offensichtlich, dass da etwas nicht stimmt. Und nach ungefähr 14 Tagen, doch, war das jetzt? 10 Tagen in dem Fall, 10, 12 Tagen, sollte YouTube, wenn es ein Fehler ist, auf jeden Fall aufgefallen sein, dass es ein Fehler ist und dass sie daran arbeiten zumindest. On this, tweeting at YouTube, telling them that there is obviously an issue here, and YouTube told him. Warte mal. Wir gehen da nochmal zurück. Übrigens, kleiner Trick, ihr könnt mit Komma und Punkt frameweise im YouTube-Video springen. Wieder was gelernt. So, mal sehen, kommen wir da gerade. Machen wir nochmal zurück. On this, tweeting at YouTube, telling them that there is. So, hier, total interessant. 273.000 Views, wir gehen mal da einfach davon aus, dass entsprechend alles in Ordnung ist, und $26 Umsatz, geschätzter Umsatz vor Steuern. Ja, sind wir einfach mal 10 Cent, so wie er das sagt. Das ist schon richtig heftig wenig. Obviously an issue here, and YouTube told him, it may be less likely that ads will show up on very short videos as we improve viewer experience and revenue over the course of their session on YouTube. Look. Wow. Zurück. YouTube sagt hier, dass es sozusagen bei kürzeren Videos unwahrscheinlicher ist, dass Pre-Roll-Ads geschaltet werden, um die User Experience zu verbessern. Und das würde für mich komplett Sinn ergeben. Von vorne bis hinten. Gerade jetzt, wo YouTube auf diesem Short-Trip ist, dass kurze Videos entsprechend gut performen, haben sie natürlich noch viel mehr Daten, und weil sie eben vor allem auf diesem Weg sein wollen, TikTok ja auch den Rang abzulaufen, macht es für mich komplett Sinn, dass sie da entsprechend auch anpassen. Warum sollte aber YouTube weniger Werbung schalten? Warum sollte YouTube weniger Werbung schalten? Weil sie verdienen doch dann mehr. Womit YouTube noch mehr Geld verdient, noch viel mehr Geld verdient, ist, wenn ein Zuschauer zufrieden ist, wenn ein Zuschauer auf der Plattform bleibt und wenn ein Zuschauer mehr Videos konsumiert. Jetzt stellt euch vor, ihr möchtet ein 31-sekündiges, 31-sekündiges, einminütiges Video sehen und habt davor dann entsprechend In-Stream-Ads oder Pre-Rolls beziehungsweise True-View-Ads, die ihr überspringen könnt, etc. Würde euch das denn nicht abnerven? Würdet ihr euch dann mehrere Videos hintereinander gucken, die gegebenenfalls alle diese Werbung haben? Einfach nur so? Oder würdet ihr es besser finden, wenn ihr quasi in Reihe gucken könntet, ohne dass ihr ständig von einem Video unterbrochen werdet? Also, dass ihr dann beispielsweise Display-Ads einfach nur habt, dass sich was einblendet oder so. Eigentlich können wir schon mal alle aus dem Bauchgefühl sagen, es wäre natürlich besser, wenn wir weniger Werbung sehen würden. Wenn wir einfach mehr Videos gucken und dann ab und zu mal entsprechend eine Pre-Roll-Ad sehen würden. Und ich kann mir eben durchaus vorstellen, und da geht es eben dahin, Apps, Plattformen wie YouTube wollen die Verweildauer des Zuschauers erhöhen. Verweildauer bedeutet, dass er so lange wie möglich auf der Plattform bleibt und dass er vor allem auch wieder zurückkommt, der Zuschauer.
Und das kann eben nur erreicht werden, wenn er zufrieden ist, wenn er entsprechend nicht durch irgendwas gestört wird. Und wenn YouTube jetzt in diesem Fall, und das ist schon für mich ziemlich klar und nicht schwammig, eben herausgefunden hat, dass der Zuschauer zufriedener auf der Plattform ist. Und wir wissen ja von meinen Videos, es geht immer wieder um Zuschauerzufriedenheit, dass der Zuschauer zurückkommt, dass der Zuschauer sich mehr Videos anguckt. Wenn sie herausgefunden haben, dass es entsprechend, dass er zufriedener ist und mehr Videos guckt und ihm über die gesamte Session eines Monats beispielsweise mit ihm mehr Ad-Revenue, also Werbeumsatz generiert werden kann, auch wenn es über mehrere Videos ist, weil er öfter auf die Plattform zurückkommt, ist das besser, als wenn ein einzelner Creator mehr mit seinen Videos verdient. Es geht YouTube nur darum, dass die Plattform wächst, nicht dass einzelne Creator wachsen. Deswegen sind sie früher davon weggegangen, dass Größere immer größer werden, weil sie halt die Großen sind, sondern haben das System so angepasst, dass eben unter bestimmten Voraussetzungen auch kleine Creator nach oben kommen können und auch immer noch erfolgreich sein können. Okay, jetzt weiter im Video. How intentionally vaguely worded that is. What defines a short video, YouTube? 10 seconds, 30 seconds, a minute? You're not saying anything. You're just giving random copy and pasted responses that tell us nothing. Das ist halt auch so die Sache. Wenn es nichts Offizielles gibt, dann entsprechend können sie auch nichts sagen. Was haben sie gepostet? Hier haben wir es doch gerade. Sich halt genau darüber aufzuregen, dass es halt nur so ein vages Ding ist. Was ist denn jetzt ein kurzes Video? Es scheint ja alles von den Policies her richtig zu sein. Ab 30 Sekunden werden die Pre-Rolls geschaltet oder hast du eben die Möglichkeit, die einzuschalten. Aber YouTube entscheidet ja selber, wann Werbung geschaltet wird. Es ist ja auch schon immer so gewesen, dass YouTube nicht bei jedem View eine Werbung schaltet. Das hängt mit verschiedensten Sachen zusammen. Entweder ist keine Werbung da oder der Zuschauer beispielsweise bei dem wurde halt mal festgestellt, dass er entsprechend viele Werbung wegklickt oder dann entsprechend weniger auf die Plattform kommt und so weiter, dass ihm weniger angezeigt wird. Oder eben auch in die andere Richtung. Der Zuschauer ist sehr aufnahmefähig. Mir fällt gerade das passende Wort nicht ein. Sozusagen reagiert gut auf Werbung, indem der Zuschauer viel Werbung guckt, etc. pp. Also wird ihm mehr wieder angezeigt. So ist das ja ein dynamisches System. Und nicht, wir schalten jetzt gar keine Werbung, sondern es wird halt dann viel mehr Zuschauern weniger Werbung angezeigt. Was ja dann im Endeffekt da rein gipfelt sozusagen, dass dann entsprechend der Umsatz runtergeht. What defines a short video, YouTube? 10 seconds, 30 seconds, a minute? You're not saying anything. You're just giving random copy and pasted responses that tell us nothing. I reached out to Dolan Dark. He said he's hoping they have some sort of transparency, explanation, or revert in the coming weeks. Otherwise, rest in peace to making short videos as a career. Und das ist für mich auch wirklich das Richtige, auch wenn ich hier gerade schon wieder rausspringe. Ist halt so, abwarten, Tee trinken, Aufmerksamkeit generieren, okay, auch öffentlich, wenn man halt das Gefühl hat, man wird nicht gehört. Aber eben vor allem eben zu sehen, in die Kommunikation zu gehen. Und nicht einfach nur zu sagen, läuft alles scheiße, sondern probieren eben da aufzuklären. Und ich hoffe für viele entsprechend, dass sich zum Positiven dreht. Making short videos on YouTube isn't even going to be an option anymore. It's not going to be worth your time. YouTube is killing off some of its biggest creators because it just does not care anymore. And I should say, I am not lumping myself in with those big influential creators. The platform would be fine without automatones. YouTube can run me off the platform for all I care. I'm just trying to make this platform a better place where people can make videos without fear of being demonetized randomly without any explanation. So to close, I'm going to reiterate some of my points from my stream last night. YouTube, you are killing our channels. Our channels are dying, and you are turning a blind eye. You have either intentionally made a change to the algorithm which you are not telling us about, or you are too lazy to look into a problem that is affecting thousands of creators. And honestly, I do not know which one is worse. Some of your biggest creators are going to be run off this platform in 1 month's time because they're going to have no source of income. I'll include myself in that. If YouTube doesn't change their ways, I'm going to have no choice but to stop making videos. This is a full-time job for me, and if I'm not making any money, there's no way I can continue to make content. Maybe there is a perfectly valid reason for this change, but we will not know until YouTube acknowledges that this change happens. It does not benefit anyone to deny it. It does not benefit you, it does not benefit advertisers, and it does not benefit your creators. I have no clue why it's so hard for you guys to look at us and say, yes, we made a change. You're going to have to adapt.
It's utterly baffling why you deny this. So I apologize again that this is not an automaton video. Gut. Also, das Einzige, was er möchte, ist halt, dass YouTube ihm ins Gesicht schaut, wie er so schön sagt, und sagt, ja, wir haben da was geändert. Und das ist halt auch in der Vergangenheit oftmals der Fall gewesen. Ich habe euch öfter von Creator Insider nun erzählt. Ein super Kanal vom Technikteam, die halt entsprechend sehr transparent sind und auch sagen, in Zukunft kommt das und das Experiment, das wird dann und dann passieren, weil das wurde nämlich in der Vergangenheit auch sehr oft kritisiert, dass YouTube irgendwas geändert hat. Das ist auch mal schön, wenn man mal wieder an die Grenzen von seiner eigenen Kamera kommt, weil ich nämlich vergessen habe, dass sie nach 29 Minuten einfach Schluss macht. YouTube wurde in der Vergangenheit oft dafür kritisiert, dass sie nicht angesagt haben, wenn bestimmte Experimente kommen, weil es ist ja ihre Plattform und sie möchte ja Dinge möglichst authentisch entsprechend ausprobieren. Das heißt, wenn sie allen sagen, hey, achtet da drauf, wir testen da was, ist natürlich ein bisschen schwierig oder war in der Vergangenheit schwierig. Mittlerweile sind die da entsprechend transparenter, was aber entsprechend problematischer ist, beziehungsweise was toll ist bei Creator Insider, dass sie halt so transparent sind. Aber was YouTube immer wieder betont ist, dass Search and Discovery, und das ist dieses Team, was dort agiert, nichts zu tun hat mit Google AdSense oder Google AdWords, wo entsprechend die Werbeschaltungen reinkommen. Das heißt, dass diese beiden Teams untereinander entsprechend unabhängig agieren. Und wenn jetzt entsprechend das Ads-Team entscheidet, dass es besser für die Plattform ist, dass sozusagen kurze Videos weniger Werbung angezeigt kriegen, dann ist es halt nicht unbedingt eine Aufgabe von Creator Insider zu sagen, hey, das und das ist es. Aber irgendwo hängen sie dann doch zusammen und ich kenne einige Beispiele, wo es sehr, sehr, sehr seltsam ist, wenn man sagen würde, Reichweite hängt nicht mit Werbeschaltungen zusammen. Aber das Fass aufzumachen, das wäre nicht nur Wespennest, sondern wäre eine Geschichte, die ich wahrscheinlich über Wochen jetzt erzählen könnte, weil es so viele Beispiele gibt, wo ich da sehr stark dran zweifle, aber ich muss es ja so erstmal hinnehmen. Und der Punkt ist halt, es ist gerade für Creator wie SullyG existenzgefährdend. Dieser Creator ist, und das war eigentlich gerade das, was nicht mit aufgenommen wurde, was meine Kamera mir aber nicht gesagt hat, macht 20,5 Millionen Views. Gehen wir davon aus, dass er $1 pro 1000 Views macht, liegt er also bei rund $20.000. Gehen wir jetzt mal runter, dass er von $1 pro 1000 Views, also von $20.000 im Monat, jetzt nur noch, statt eben diesen $1, nur noch 3 Cent bekommt. Das heißt 3% von dem, was er ursprünglich pro 1000 Views gekriegt hat. Dann landet er am Ende bei wenigen $100 pro Monat, die er für diese Reichweite bekommt, wenn es jetzt alle seine Videos betreffen würde. Er hat ja nicht ganz transparent gezeigt, was betrifft es, welche Ads betrifft es, woher kommt tatsächlich die Reichweite und so weiter. Er hat einen ganz kleinen Ausschnitt gezeigt. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass er mal reingeht, okay, hier beispielsweise die überspringbaren Videoanzeigen sind es oder die nicht überspringbaren Videoanzeigen, also so, was ist es halt genau? Was geht genau runter? Sind die Anzeigenimpressionen diejenigen, die runtergehen? Das könnte er ja alles zeigen, wenn er einfach nur einen Tab weitergeht. Aber das hat er halt nicht gemacht. Vielleicht weiß er auch nicht, dass es da zu sehen ist. Kann es auch sein. Aber es wäre zumindest der Transparenz halber sehr von Vorteil gewesen. Klar, dass er irgendwie probiert, seine Gesamteinnahmen zu schützen, aber es ist ziemlich einfach, mit seinem CPM entsprechend und RPM auszurechnen, wo er am Ende landet. Aber was er halt möchte, ist die Transparenz von YouTube, ihm ins Gesicht zu sagen, es hat sich was geändert. Und das sollten halt Creator, auch wenn sie so viel Geld für ihre Reichweite kriegen, so viel in Anführungszeichen, weil sie haben ja auch sehr, sehr lange daran gearbeitet, aber wenn sie eben dieses Geld kriegen, haben sie ja entsprechend auch ein Leben, was sie dahinter aufgebaut haben. Und ich finde, und da stehe ich auch dahinter, Creator verdienen Transparenz und Sicherheit. Nicht im Sinne von festes Einkommen garantiert oder ähnliches, weil dafür hat man sich halt auf diese Plattform eingelassen. Aber zumindest die Sicherheit, dass wenn man diese Reichweite hat und vor allem diese Fallhöhe hat, die ja anscheinend nur ein Schalter bedeutet, dass man sagt, unter 2 Minuten schalten wir jetzt weniger Werbung, heißt, du kannst nicht mehr davon leben. Das geht halt nicht. Meines Erachtens. Und dass da entsprechend diese Transparenz gegeben sein sollte, dass man sie vorwarnt. Das ist ja alles, was er möchte, damit man sich dann entsprechend anpassen kann oder eben frühzeitig entscheiden kann, okay, dann verlasse ich diese Plattform. Aber einfach Dinge umzuschalten, die ich, wie gesagt, ich kann es höchstwahrscheinlich irgendwo nachvollziehen, dass YouTube diese Entscheidung trifft, gerade bei der eben Entwicklung von YouTube Shorts. Aber es ist trotzdem schwierig, wie sie es jetzt anscheinend machen, wo auch eben in den Kommentaren sehr, sehr viele Creator gesagt haben, mich betrifft es auch. Und es wird eben weltweit noch viel, viel, viel mehr
Creator entsprechend betreffen. Ja, ich hoffe, euch hat mal diese Art von Videos, diese andere Art von Videos gefallen. Und ja, vielleicht mache ich das auch noch mal öfter. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich wollte das jetzt einfach mal ausprobieren, weil es mir auf dem Herzen liegt. Ich habe gesagt, dass es eben auch einen unserer Kanäle betrifft, den wir betreuen. Ich bin gerade eben auch noch mal, bevor die Aufnahme abgekackt ist, in diese Statistiken reingegangen. Man sieht halt sehr deutlich, dass entsprechend ab dem 12.04. die Einnahmen über überspringbare Anzeigen runtergingen. Ich habe das aber falsch interpretiert, weil wir da erst wieder richtig aktiv wurden auf dem Kanal. Also genau zu diesem Zeitpunkt sind wir halt richtig aktiv geworden auf dem Kanal. Und ich bin davon ausgegangen, dass es irgendwie damit zusammenhängt und wollte es einfach mal sacken lassen. Jetzt kommt das. Ich gucke auf den Kanal und denke mir, ja Mann, scheiße, das könnte es halt eben auch sein. Aber euch das halt genau zu zeigen, ist ein bisschen schwierig. Genau. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt. Teilt das Video mit allen, die ihr kennt, die es vielleicht interessieren würde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.